Und gut. So, ihr Lieben, ich will was ausprobieren. Nämlich, ich brauche noch ein Format, das ein bisschen schneller funktioniert, das ich schneller produzieren kann und das ich einfach mal so zwischendurch reinschieben kann. Ohne Musik, ohne aufwendige Schnitte. Ganz nach dem Motto, einfach mal die Kamera laufen lassen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Und ja, Film ab, lass reden. Ja, wenn du Bock hast, kannst du auch den Audiorekorder noch laufen lassen. Aber ist das schön? Eiche machen Sachen auf Eiche. Was hast du da, noch ein Eiche? frisches. Was hast du da? Ich habe hier Mod Podge. Mod Podge, ich weiß gar nicht, für was man das eigentlich nimmt. Ich weiß, dass es zum Beispiel im Modellbau sehr beliebt ist, um zu sealen, um es zu versiegeln. Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas gebaut hast oder gebastelt hast und du willst, dass alle Teile zusammenkleben bleiben und dass es auch kein Wasser mehr zieht und so, dann nimmt man Mod Podge zum Versiegeln. Manche nehmen das auch zum Grundieren für Farbe. Ich habe hier mit dem Laserdrucker das Eiche-Machen-Sachen-Logo ausgedruckt. Ist es egal, was für einen Drucker ich benutze, oder? Ja, es muss ein Laserjet oder ein Laserprinter sein, weil wir brauchen die Partikel auf dem Papier. Tintenstrahl wäre fatal. Einfach weil da sich nichts transferieren lässt. Wir wollen diese Partikel von dem einen Material aufs andere übertragen. Was ist das jetzt hier? Machen wir es anders. So, ich mache jetzt einfach nur ein bisschen von dem Mod Podge. Man kann auch andere. Ich habe auch mal gehört, dass es auch mit Holzleim funktionieren soll. Ihr könnt natürlich auch dieses teure Fotopodge kaufen. Gibt es, glaube ich, im Drogeriemarkt. Hab ich gekauft. So. Ich mache es noch ein bisschen großzügiger. Und vielleicht auch das Ganze. Ja, ich mache das Ganze voll. So. Wenn du das Gefühl hast, es ist genug. Ganz wichtig auch noch, das ist spiegelverkehrt. Wenn es richtig rum wäre, wenn wir es jetzt lesen könnten, wäre es falsch. Und das drücke ich jetzt einfach. Ich muss selber kurz überlegen, das ist oben. Maske, ja. Okay. Jetzt bin ich vorsichtig. Kann sein, dass ich jetzt schon versaut habe, weil ich ein bisschen hin und her korrigiert habe. Ich habe das nicht auf normales Papier gedruckt, sondern es war ein Tipp oder ein Trick, den ich von einem Typen habe, der The Craftsman heißt. Auch ein sehr geiler YouTube-Channel. So, und der, ich weiß gar nicht, ob man das so kaufen kann. Das ist quasi die Rückseite von so Stickerpapier. Von so Etiketten zum Beispiel. Da könnt ihr die Rückseite nehmen und das dann, allerdings habe ich das dann mit Sprühkleber auf ein anderes Blatt Papier, damit die Grammatur ein bisschen höher ist, damit es nicht vom Drucker gefressen wird, damit es keinen Papierstau gibt. Da muss man generell ein bisschen mit den Druckereinstellungen rumspielen, so wie schnell der das einzieht, und ich bin mir auch noch nicht so sicher, was so die perfekten Settings dafür sind. Deswegen ist einfach mal nur ein Test. Und jetzt lassen wir das noch ein bisschen antrocknen. Und, achso, der Unterschied, was dieses Etikettenpapier, der Unterschied zu normalem Papier ist, wenn ihr jetzt normales Papier nehmen würdet, normales Druckerpapier, dann müsste man jetzt erst warten, bis es trocken ist, dann die Rückseite mit Wasser feucht machen und dann so wegrubbeln. Und ich habe das mal zu viel gemacht und das ist wie Folter. Wirklich, also, ja, oder wie kann man es anders ausdrücken? Wenn du ein Motiv machst oder ein kleines Motiv, dann ist es mit dem Wasserrubbeln cool. Allerdings riskiert man immer damit, die Farbe halt auch wegzurubbeln und es geht brutal in die Finger. Irgendwann weinst du. Irgendwann wirst du nicht mehr rubbeln wollen. Okay, Dennis, was meinst du? Ist schon nice genug?
Ich habe keine Ahnung. Ist schon nice genug. Wollen wir einen Versuch wagen, Alter? Testen wir. Ja, komm. Versuch macht's klug. Oder wir Ja, föhnen es noch. Ein bisschen warte ich noch. Wir können es auch föhnen. Föhnen? Oh ja. Mhm. Okay. Auf der zweiten Stufe muss Ja. machen. So. Kleinste Stufe. Komm, wir versuchen es. Sonst mache ich es nochmal. Und. Oh, es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. Zurück. Zurück. Weißt du, was ich glaube, was das Problem ist? Im Ja. Gegensatz zum normalen Papier, dass das halt eben weniger Feuchtigkeit aufnimmt als das normale. Ja, ja, stimmt. Und Das dadurch- kann. Dann versuche ich wieder ein bisschen zu füllen. Und zu pressen, Alter. So, der Kleber ist getrocknet. Das erkennen wir daran, dass er nicht mehr weiß ist, so wie hier, sondern durchsichtig. Das hier ist diese Etikettenpapierrückseite und das hier sind ganz normale Laserdruckerpapiere, Standardpapier. Und jetzt kommt der große Moment, jetzt schauen wir mal. Nice. Okay, das hat cool funktioniert. Allerdings auf dem Holz, man muss wirklich gucken, dass man eine sehr glatte Oberfläche hat. Und Dennis hat einen guten Tipp gehabt, noch mit so einer Klemme oder so festmachen. Aber ist nice. So. Und mit denen können wir das natürlich hier nicht machen. Die können wir nicht abziehen. So wie gerade das Papier. Hier funktioniert es so. Warte. Geht es so. Damit wir das normale Papier runterkriegen, müssen wir das nass machen. Ich mache mal alle nass, dass die schon gut durchziehen. So. Und jetzt kommt der eher ätzende Teil. Du musst das mit dem Finger hier so runterrubbeln. Sieht man das? Hm. Okay. Das Gelb sieht man auf dem Holz gar nicht. Ein bisschen. Ich hasse dieses Rubbeln. Warte mal, nimm doch mal ein Schleifvlies. Ja, ein Schleif. Ja, probier's aus. Ja. Ganz ehrlich, was hast du zu verlieren? Ja, dass die Farbe dann runtergeht. Ja, schau, aber was hast du zu verlieren, außer dass du wirklich sicher bist, dass es Ja. nicht geht? Was für eins? Guck mal, da hinten liegen Schleifvlies drin. Da So oben. eins hier. Genau. Und dann einfach drüber rubbeln. Einfach mal Jetzt versuchen. wird der nass. Ist Ja, das ist schlimm? okay, das ist okay. Einfach mal versuchen an der Kante oder so. Top. Ey, richtig gut. Du machst nochmal nass. Einfach, dass du so wenig Reibung wie möglich. Gerade das Schleifvlies kannst du schön nass machen. Super Idee. Mit dem Schleifvlies. Genau, Genau. Und jetzt werde ich schon, siehst du, Mhm. ich habe jetzt zu viel gerubbelt. Also echt vorsichtig sein. Vielleicht gerade um das Grobe wegzumachen. Aber bei der Methode, es werden halt immer Rückstände von dem Papier übrig sein oder du nimmst halt in Kauf, dass Farbe wegkommt. Genau, nochmal drüber springen. Da kann noch nicht ordentlich was drauf. Aber mit dem Vlies ist es ziemlich cool. Ist wirklich ziemlich cool. Weil ich kann jetzt hier sehr grob sein. Und das gibt es ja auch in feineren. Der kommt gut. Mist. Und wenn es dann trocken ist, kannst du das auch nochmal, kannst du hier gesagt, diese Papierreste nochmal sauberer entfernen. So, jetzt machen wir die hier noch, aber das sind, glaube ich, einfach nur große Typo. Nice. Das ist geil mit dem Vlies. Ja, auf jeden Fall besser als mit dem Finger, ha? Viel besser. Der Typ, Alter.
Oh, Scheiße. Ich glaube, was es gar nicht mag, ist, wenn du gegen die Maserung gehst. ich muss sagen, am besten gefällt mir tatsächlich die Methode mit dem Etikettenpapier. Das ist Wobei einfach ich ein find, geiles Ergebnis. Ich finde halt, hier diese Wellen, die du da drin siehst, die kommen vom Kleber, gell? Die kommen vom Trocknen. In dem Moment, wo es das Papier gewellt hat, sind diese Dinger hier entstanden. Vielleicht verschwinden sie wieder, wenn es trocknet. Aber Nee, ich glaube, das ist eben dieser Holzkleber, der aushärtet in der Form. Okay, mach mal drüber. Wir hauen da gerade noch ein Leinöl drüber. Einfach mal zu probieren, ob sich dadurch die Farben mehr lösen und das andere besser geschützt bleibt, weißt? Die Farbe kommt auf jeden Fall besser raus. Ja, klar. Und dieses Papier verschwindet dann natürlich nochmal. Zeig nochmal das erste. Das ist halt mega. Wobei das Leine natürlich da den Klebeflächen gar nicht anzieht. Hier hat man gut gesehen, was die Vor- und Nachteile von dem Papier einfach sind. Ich versuche natürlich jetzt eine Methode zu finden, wo ich auf das Papier verzichte. Ich fand, der erste Test war jetzt schon ganz geil und der Tipp ist mega vom Craftsman. Und wenn du nach einer Methode suchst, wie du auf irgendwas eben einen Print oder eine Typo drauf kriegen möchtest, was jetzt nicht unbedingt so einfach bedruckbar ist, Killer-Methode.